Das hinter mir ist nicht mehr der Atlantik, sondern der Lago Argentino. Wir sind mittlerweile in den Süden geflogen, nach El Calafate. Und ihr erinnert euch sicher, wir machen über unsere Reise durch das argentinische Patagonien 3 Filme. Die erste Station im Norden am Atlantik haben wir schon vorgestellt. Inzwischen sind wir von Trelew heruntergeflogen in den Süden. Und später berichten wir dann noch über unsere Reise in den Norden, in die sogenannte argentinische Schweiz. Jetzt sind wir aber erst einmal im Süden, am Lago Argentino in El Calafate. Und während wir an der Küste noch runde 40 Grad hatten, sind wir jetzt im patagonischen Kühlschrank. Die Gegend hier ist dafür bekannt, dass man fantastisch wandern kann. Sie ist bekannt für ihre hohen Berge. Sie ist bekannt für den ewigen Wind, aber vor allen Dingen für ihre Gletscher. Und diese Gletscher zeigen wir euch jetzt. Die patagonische Steppe im Süden des amerikanischen Kontinents. Eine Fläche doppelt so groß wie Deutschland. Das größte Trockengebiet Amerikas. Gletscher dagegen sind gefrorenes Wasser. Wo das in dieser Wüste herkommen soll, ist auf den ersten Blick rätselhaft. Doch das Bild ändert sich, je näher man den Anden kommt. Mitten durch die Einöde fließen plötzlich mächtige Flüsse. Es ist Schmelzwasser von den Gipfeln der Anden. Auf der Suche nach den Gletschern hilft uns die Farbe des Wassers. Sie verrät uns, wie nah oder fern wir einem Eisberg sind. Der Lago Argentino. Er leuchtet in sattem Türkis, weit kann es also nicht mehr sein. Wenn Gletscher über Felsen reiben, entstehen winzige Gesteinspartikel. Sobald die Sonne darauf scheint, reflektiert dieser Abrieb das Licht. Das Wasser sieht dann aus wie Milch oder leuchtet türkisfarben. Je näher man einem der Eisriesen kommt, umso wahrscheinlicher wird ein anderes Phänomen. Treibende Eisbrocken, auch mitten im Sommer. Erst klein und kaum zu erkennen, irgendwann dann riesengroß. Unser erster Gletscher auf dieser Patagonienreise ist der Perito Moreno. Ein Gigant mit einer Fläche von 250 Quadratkilometern. Und der Höhe eines Hochhauses. An seinem Ende ragt das Eis 70 Meter über die Wasserlinie. Der Perito Moreno ist ein Riese, aber am Ende auch nur die Zunge eines anderen Naturwunders, das noch viel größer ist als der Gletscher selber. Und damit meine ich das dahinterliegende südliche patagonische Eisfeld. Ein animierter Flug von der Antarktis kommend über Feuerland und die Magellanstraße Richtung Norden. Hier in den Anden zwischen Chile und Argentinien liegt dieses südliche patagonische Eisfeld. Ein gewaltiger Eispanzer, 350 Kilometer lang, 40 Kilometer breit. Bis heute teilweise unerforscht. Erst im Jahr 1999 haben Menschen die Eisfläche der Länge nach durchquert.
Das Eisfeld ist ein Naturwunder der Superlativen. Es ist das größte Süßwasserreservoir Südamerikas und weltweit das drittgrößte Eisfeld, nur übertroffen von Grönland und der Antarktis. Das südliche patagonische Eisfeld speist fast 50 große Gletscher. Einer davon ist der von uns besuchte Perito Moreno. Wer jetzt darauf hofft, den Gletscher alleine und individuell entdecken zu können, wird leider enttäuscht. Denn der Perito Moreno ist hier im Nationalpark Los Glaciares die Hauptattraktion und täglich das Ziel vieler tausend Touristen. Hochgelegte Wege, Aussichtsplattformen, Cafés. Der Gletscher ist fast vollständig eingekreist. Touristen aus aller Welt kommen hierher, um zu staunen. Beziehungsweise fixieren geduldig die Abbruchkante in der Hoffnung auf erstaunliche Dinge, die sich tatsächlich regelmäßig ereignen. Immer wieder stürzen teils riesige Eisblöcke in die Tiefe. Denn der Perito Moreno schiebt sich mit 2 Metern am Tag Richtung Tal. Für einen Gletscher ist das ungewöhnlich schnell. Auf den Laufstegen kommt man dem Perito Moreno schon ziemlich nah. Noch mehr Nähe versprechen Bootstouren. Außerhalb der Hauptreisezeit ist der Besucherandrang etwas geringer. Und fairerweise muss man sagen, die Argentinier haben den Ansturm perfekt organisiert. Startpunkt für die Anreise ist El Calafate. Mit Bus oder Auto braucht man 1 Stunde. Der Eintritt in den Nationalpark kostet 15 € pro Person. Der Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Wohl nirgendwo sonst auf der Welt kommt man einem Gletscher zu Fuß so bequem so nah. Ob mit dem Zeichenblock oder der Fotokamera, der Perito Moreno ist ein grandioses Motiv. Es gibt hier noch weitere Gletscher im Nationalpark. Die sind ebenso leicht zu erreichen, nur nicht zu Fuß oder mit dem Auto. Weiter geht es mit dem Boot. Die Katamarane starten mehrmals täglich in Puerto Bandera. Ziel sind 3 Gletscher, die nur auf dem Wasserweg erreichbar sind. Wir fahren über einen nördlichen Seitenarm des riesigen Lago Argentino und dann durch den Boca del Diablo, den Rachen des Teufels. Auch an diesem Tag gilt, erst sieht man die Eisschollen und dann die Gletscher. Der erste ist der Glaciar Seco. Ein schrumpfender Gletscher, kaum noch 5 Quadratkilometer groß. Früher reichte er bis herunter in den See, doch das ist Geschichte, daher auch der Name Seco, der Trockene. Das komplette Gegenteil ist der nächste Gletscher, der Glaciar Specassini. Er ist an seiner Front über 130 Meter hoch und damit Rekordhalter im Nationalpark.
Über weitere 2 Phänomene kann man hier staunen. Zum einen, ein Brocken Eis macht aus Erwachsenen wieder Kinder. Und Eisschollen drehen sich gelegentlich. Später im Film bekommt das noch eine Bedeutung. Weiter geht es zum Glaciar Uppsala. Mit über 50 Kilometern einer der längsten Gletscher Südamerikas. Benannt nach der gleichnamigen Universität im schwedischen Uppsala. Doch viel bekommen wir von diesem Riesen nicht zu sehen, was weniger daran liegt, dass der Gletscher seit Jahren immer kleiner wird, vermutlich eine Folge des Klimawandels. Der große Abstand ist in diesem Fall ein Sicherheitsabstand. Dieser Gletscher ist dafür bekannt, dass wenn Eis erbricht, passiert das auf der gesamten Front. Und die Welle, die dabei entsteht, ist wie ein kleiner Tsunami, die selbst einem so großen Schiff wie diesem gefährlich werden kann. Entschädigt werden wir dann von Farbspielen par excellence, den tausenden Nuancen des Eises. Vor nicht allzu langer Zeit waren die Eisberge noch Teil des Uppsala-Gletschers. Beim Schmelzen drehen sich die Brocken mehrfach. Sichtbar werden dann die sonst an der Unterseite versteckten Farben. Die Bootsfahrt ist eine Reise in die teils magische Eiswelt Patagoniens. Das Ticket für den 8-stündigen Ausflug kostet runde 100 € pro Person. Kleine Kinder zahlen nichts, größere die Hälfte. Das Geld ist gut investiert, dieser Ausflug lohnt sich. Schon allein wegen des Sonnenuntergangs bei der Rückfahrt. Gäbe es so etwas wie das Ende der Welt, wäre das wahrscheinlich hier in Patagonien. Denn die Bevölkerungsdichte ist hier ca. 200 Mal geringer als die beispielsweise in Deutschland. Wenn wir hier mit dem Auto unterwegs sind, brauchen wir oft von Ort zu Ort mehrere Stunden. Was einfach daran liegt, dass es hier kaum Städte und Dörfer gibt. Die beiden bekanntesten, weil eigentlich auch einzigen Orte stellen wir euch jetzt vor. Das sind El Calafate und El Chaitén. Gegründet wurde El Calafate vor 100 Jahren als Standort für die Schafzucht und den Wolltransport. Was damals die Schafe waren, sind heute die Touristen, das goldene Kalb, um das sich alles dreht. Spätestens seit dem Ausbau des nahegelegenen Flughafens vor 20 Jahren boomt El Calafate wie kaum eine andere Stadt in Argentinien. Über viele Jahrzehnte wohnten hier kaum 100 Menschen, heute sind es über 15.000. Es gibt mehrere Supermärkte, an jeder Ecke Outdoor-Geschäfte, Dutzende Restaurants und immerhin 3 Tankstellen. Sogar ein Casino. El Calafate hat sich angepasst an die kommen, Touristen von überall her. Meist hippe Weltenbummler, was die Stadt auch sehr lebendig macht, jung und fröhlich. Von argentinischer Ursprünglichkeit ist kaum noch etwas zu spüren. Es sei denn, die Gauchos feiern ein Reiterfest. Gauchos sind Nachfahren von Einwanderern und Ureinwohnern. Für Argentinien sind sie Nationalgefühl und Mythos. Gauchos sind berühmt für ihre Reitkünste,
aber manchmal fallen sie auch vom Pferd. El Calafate ist eine Stadt am See am Lago Argentino. Es ist der größte See Argentiniens, 3-mal so groß wie der Bodensee. Und mit unglaublichen 500 Metern einer der tiefsten Seen der Welt. Während unserer Patagonienreise wohnen wir an 10 verschiedenen Orten. 10-mal müssen wir die Koffer packen. Diesmal heißt der nächste Ort El Chaltén. Und hier noch ein Tipp für alle, die in Patagonien vom Stativ drehen. Achtet auf den Wind. Von El Calafate nach El Chaltén sind es exakt 200 Kilometer. Früher hätte man für die Strecke einen knappen Tag gebraucht. Wir fahren sie in 3,5 Stunden, denn sie ist inzwischen durchgehend asphaltiert. Die Strecke ist nicht nur hervorragend ausgebaut, es gibt auch viel zu sehen. Zuerst umfährt man den riesigen Lago Argentino. Weiter geht es parallel zum Lago Viedma. Mit 80 Kilometern Länge ein See von beeindruckender Größe. Die Fahrt macht uns noch einmal klar, Patagonien ist ein weites Land. Eine dünn besiedelte, baumlose Unendlichkeit. Geformt von Witterung, Tektonik, Gletschern und Wasser. Gipfel des Fitzroy-Massivs. Im Schatten der Granitberge liegt El Chaltén. Der Ort existiert erst seit 1985. Anlass für die Gründung waren Grenzstreitigkeiten mit Chile. Mit der Ansiedlung untermauerte der argentinische Staat seine Ansprüche. In den ersten Jahren wohnten hier nur Beamte. Ohne fließendes Wasser und Strom, ohne Schule und Krankenstation. Erst als der Ort den Tourismus für sich entdeckte, wurde alles anders. Heute begrüßt El Chaltén seine Gäste als argentinische Hauptstadt des Wanderns und als Mekka für Kletterer. Inzwischen lebt die Stadt fast ausschließlich vom Fremdenverkehr. Es gibt mehrere Hotels, Dutzende Restaurants und sogar einen Busbahnhof. Die Doppeldecker halten hier mehrmals täglich. El Chaltén war einst einsamer Sehnsuchtsort für Patagonienurlauber. Heute ist das Dorf ein touristischer Hotspot. So verändert sich die Welt. Ob das nun gut oder schlecht ist, muss jeder selbst entscheiden. Aus unseren vor Ort gemachten Erfahrungen können wir aber sagen, die Menschen, die hierher kommen, haben wir als durchweg charmant und interessant erlebt. Nach Patagonien reist man natürlich nicht, um irgendwelche Städte anzuschauen. Hier geht es um die Landschaft und die Natur. Beides erkundet man am besten zu Fuß beim Wandern. Und 3 Routen, jeweils mit Start in El Chaltén, stellen wir euch jetzt mal vor. Unser heutiges Wanderziel ist der Fitzroy.
Und das werden so circa 20 Kilometer. Wir laufen bei strahlendem Sonnenschein, aber es sind tatsächlich nur 4 Grad Celsius. Und wir haben daher alles angezogen, was wir mit haben. Die angenommene Streckenlänge erweist sich im Nachhinein als eher optimistische Annahme. Von El Chaltén zum Fitzroy und zurück sind es 25, teilweise sehr anstrengende Kilometer. Dafür gibt es immer wieder atemberaubende Ausblicke. Und auch beim Wandern gilt, in jedem Anfang wohnt ein Zauber. Die ersten 3 Kilometer ging es ziemlich steil nach oben. Wir hoffen, dass die Strecke jetzt etwas flacher wird. Hier in diesem Gebiet werden ziemlich viele Wanderungen angeboten und diese gilt als mittelschwer. Man sieht ihn. Wobei eigentlich sieht man ihn nicht wirklich, den Fitzroy, das Ziel unserer Wanderung. Wie so oft versteckt sich der Granitberg hinter Wolken. In der Sprache der Ureinwohner, der Tehuelche-Indianer, heißt der Berg Chaltén, was der Rauchende bedeutet, ein passender Name. Was wir bei unserer Wanderung immer wieder beobachten, sind ungewöhnlich zutrauliche Vögel. Hier handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Magellanspechte. Sie leben in Familienverbänden und ernähren sich hauptsächlich von Larven, Käfern und Raupen. Dieser Greifvogel ist vermutlich ein Schopfkarakara, ein Vogel aus der Familie der Falkenartigen, der viel Zeit am Boden verbringt, wie man hier gut sehen kann. Der nächste Vogel ist wohl das bekannteste Tier dieser Berge, der Andenkondor. Seine Spannweite beträgt über 3 Meter. Kein Greifvogel ist schwerer. Der Andenkondor ist der unangefochtene König der Lüfte und gilt den Menschen hier als Bote der Götter. Ihn im Zoo zu sehen mag beeindruckend sein, aber in Freiheit, nur wenige Meter über dem Kopf, das ist ein wirklich besonderes Erlebnis. Soweit die kleine Vogelkunde. Aber die Begegnung mit dem Kondor hat uns einfach umgehauen. Es geht weiter Richtung Fitzroy. Der Weg führt durch eine wild romantische Landschaft. Gefühlt hinter jedem Berg fließt ein Gletscher. Und etwas abseits der Hauptwanderroute liegen malerische Bergseen. Bis hierher waren es runde 10 Wanderkilometer. Jetzt kommt der anstrengende Teil, ein Aufstieg mit vielen Höhenmetern. Wobei man immer bedenken muss, unser Ziel ist nur der Gletschersee. Auf gerade mal 1100 Metern. Der Gipfel des Fitzroy mit seinen 3400 Metern ist für uns unerreichbar. Die letzten 2 Kilometer waren unglaublich anstrengend. Es ging nur bergauf. Wir haben viele 100 Höhenmeter zurückgelegt und sind nur über Geröll gelaufen. Eigentlich wollte ich in den See springen, aber es ist einfach arschkalt und sehr, sehr, sehr windig.
Es fängt jetzt hier tatsächlich an zu schneien. Es ist bitterkalt und wir hoffen, dass wir gesund wieder zurückkommen. Vorab noch die obligatorischen Gipfelfotos. Und dann verschwindet der Fitzroy auch wieder in den Wolken. Zu unserer heutigen Wanderung starten wir mit dem Auto und es geht von El Chaiten in den Norden. Und wie man sehen und hören kann, ist es eine eher schlechte Schotterstraße. Wir fahren zum Lago del Desierto und das ist etwa eine Strecke von 35 Kilometern. Schlechte Schotterstraße ist keineswegs als Kritik zu verstehen, denn Straßen und Brücken an diesem Ort sind Wunderwerke der Zivilisation. Tourismus entwickelt sich hier erst seit wenigen Jahren. Inzwischen gibt es einen Campingplatz und neuerdings auch mehrere Hotels. Alles noch sehr klein und angenehm zurückhaltend. Die Straße führt parallel zu den Anden und das Wasser, was von den Bergen kommt, macht schon die Anreise zum Erlebnis. Am Lago del Desierto endet die Straße. Weiter geht es nur mit dem Boot. Nur leider nicht für uns. Ob und wann die Fähre hier fährt, hängt am Wetter und der Nachfrage. Wir haben darauf spekuliert, mit dem Schiff bis zum Ende des Sees zu fahren und dann auf eine der beiden Seiten zurück zu wandern. Das Schiff fährt heute tatsächlich, aber es fährt nur bis zur Hälfte und von dort gibt es keinen Wanderweg zurück. Deshalb geht es ab hier zu Fuß weiter. Über eine Wackelbrücke auf die andere Seite des Sees. Und dann immer parallel zum Lago del Desierto Richtung Norden. Was sofort auffällt, so weit ab von den Hauptwanderrouten rund um El Chaiten sind kaum noch Menschen unterwegs. Wer gerne einsam wandert, hier ist das möglich. Nur wenige Kilometer hinter dieser Bergkette verläuft die Grenze zu Chile. Und dahinter beginnt das undurchdringliche südliche patagonische Eisfeld. An diesem Tag auf dieser Tour haben wir zweimal Glück. Wir sind außerhalb eines Nationalparks und der Wind macht Pause. Das heißt, wir können fliegen. Würden wir von hier immer weiter Richtung Norden fliegen, wir wären irgendwann in Chile. Wie uns Wanderer bestätigten, geht das auch zu Fuß. Erst parallel zum See, dann 20 Kilometer durch den Wald. Und für die Formalitäten sind dort Grenzbeamte stationiert. Aber unser Plan ist ein anderer. Jetzt wollen wir noch zu einem Gletscher. Dafür gehen wir einfach den gleichen Weg zurück und ins nächste Tal rein. Der Hohe Mul ist ein Gletscher mit Eintritt. Der Aufstieg ist empfehlenswert, weil relativ einfach. Nur 2 Kilometer ist die Strecke lang und erst auf den letzten Metern geht es steil nach oben. Für wirklich beeindruckende Drohnenbilder kommen wir an diesem Tag leider zu spät. Versucht haben wir es dennoch, trotz Gegenlicht. Nach wenigen Minuten wird der Wind dann zum Sturm. Es ist besser, zurückzufliegen. Es ist ein eher kleiner Gletscher, dafür ein ziemlich großer See.
Leider geht jetzt die Sonne hinter dem Berg unter und wir kehren um. Ein neuer Tag, ein neues Wanderziel. Es geht zum berühmten Cerro Torre. Oder besser gesagt, zur Lagune unter seinem Gipfel. Eine Strecke von 2x12 Kilometern. Das Thermometer zeigt 10 Grad Celsius, aber immerhin scheint die Sonne. Es ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit, das komplette Massiv zu sehen, aber wir haben heute richtig Glück mit dem Wetter. Cerro Torre heißt übrigens Turmberg oder Bergturm. Und echte Cineasten kennen das Massiv auch aus dem Kino. Schrei aus Stein hieß der Film und er handelt vom Wettlauf zweier Bergsteiger zu diesem Gipfel. Der Film ist ein Drama, die Dreharbeiten waren es auch. Werner Herzog, der Regisseur, ist bei den Filmaufnahmen fast erfroren. Der Cerro Torre gilt unter Bergsteigern als einer der schwierigsten und zugleich schönsten Gipfel der Welt. Mehrere Versuche, den Berg zu bezwingen, scheiterten. Erst 1974 gelang die anerkannte Erstbesteigung. Gegenüber dieser Leistung ist unser Aufstieg geradezu banal. Und doch sind wir stolz darauf. Das ist der See zum Gletscher. Um den Gletscher selber besser zu sehen, kann man wohl über einen Wanderweg zu einem Aussichtspunkt laufen. Das sind noch einige Kilometer. Und da gehen wir jetzt hin. Die Lagune liegt auf 700 Metern Höhe. Der Berg ist 3100 Meter hoch. Mit dieser Größe liegt der Cerro Torre gerade einmal im Mittelfeld. Die echten Andenriesen sind mehr als doppelt so hoch. Aber kaum ein anderer Berg hat eine solch exzentrische Form. Die Ursache sind stark wechselnde Witterungen, Erosion und Tektonik. Soweit die Theorie. In der Praxis ist man einfach nur beeindruckt. Vom Berg, vom Gletscher, vom See und davon, dass man es bis hier hoch geschafft hat. Wir sind jetzt hier am Ende des Wanderweges. Ab hier kann man nur noch mit Steigeisen und Seil weiterklettern. Ja, der Gletscher ist super zu sehen, nur der Berg hat sich jetzt in Wolken gehüllt. Ist aber trotzdem schön. Noch ein Hinweis zum Wetter in El Chaiten. Im Film schien ja fast durchgehend die Sonne. Es kann aber auch mehrere Tage durchregnen. Ihr braucht daher Glück oder solltet vor Ort etwa eine Woche einplanen. Auch in diesem Film möchten wir euch wieder ein paar Tipps zum Reisen durch Argentinien mitgeben, wie zum Beispiel zum Visum. Die meisten Europäer bekommen bei der Einreise ein Touristenvisum, das automatisch 90 Tage gültig ist. Wir sind länger im Land und haben im Vorfeld versucht, unser Aufenthaltsrecht zu verlängern. Das hat nicht geklappt. Die argentinische Botschaft in Berlin hat uns empfohlen, hier vor Ort bei der Ausländerbehörde eine solche Verlängerung zu beantragen. Das funktioniert wohl auch, kostet pro Person 100 €, man hat darauf aber keinen Rechtsanspruch. Etwas preiswerter war unsere Strategie. Wir sind einfach für 2 Stunden mit dem Auto nach Chile ausgereist. Dafür notwendig war einfach nur eine Ausreisegenehmigung vom Autovermieter. Die gab es unkompliziert für 60 €. In Chile haben wir Mittag gegessen und sind dann gleich wieder nach Argentinien eingereist. Dadurch hatten wir ein neues Touristenvisum, gültig für die nächsten 90 Tage. Das geht natürlich auch, wenn ihr Uruguay oder ein anderes Land besucht, für das kein Einreisevisum notwendig ist. Weitere Tipps für die Argentinienreise gibt es jetzt im Film.
Wenn ihr nach Argentinien geht, wollt ihr wahrscheinlich mal ins Internet gehen oder telefonieren. Dafür braucht ihr eine SIM-Karte. Der Heimatanbieter wäre dazu wahrscheinlich zu teuer, brauche ich glaube ich nicht erklären. Was also tun? Eine Variante wäre, man geht in den Laden und kauft sich eine SIM-Karte. Das ist auch in Argentinien ziemlich unkompliziert. Man sollte vielleicht ein bisschen Spanisch sprechen. Wir benutzen eine andere Variante und die möchten wir euch jetzt vorstellen. Das ist das Prinzip der eSIM. Also nicht diese kleine Plastikkarte, sondern die digitale SIM-Karte. Um diese zu benutzen, braucht ihr ein eSIM-fähiges Gerät. Zum Beispiel ein Tablet oder ein modernes Smartphone. Können die meisten aber mittlerweile. Wie ihr vorgeht, zeige ich euch jetzt mal an meinem iPad. Zuerst geht ihr ins Internet und sucht euch den passenden Anbieter raus, den Datenanbieter. Wir nutzen GigSky und Airalo, aber da gibt es einige andere noch. Ihr ladet dann einfach die App runter oder fügt den Anbieter in mobile Daten hinzu. Bei GigSky kostet heute 1 GB für 7 Tage 4,99 € oder 3 GB für 15 Tage für 13,99 €. Die Nachteile einer eSIM sind, dass die Datenpakete manchmal etwas teurer sind als die bei einer gekauften SIM-Karte im Laden. Und ihr habt keine Telefonnummer, aber ihr könnt ziemlich einfach über die WhatsApp-Telefonie telefonieren. Vorteile sind, das ist auf Deutsch. Ihr könnt es zu Hause schon installieren. Wenn ihr dann gelandet seid, geht ihr direkt ins Internet. Ihr braucht also nicht mehr in einen Laden gehen. Und unsere Erfahrung ist, dass es hervorragend funktioniert. Das hier ist ein 1000 Pesos-Schein. Das ist Argentiniens Banknote mit dem höchsten Nominalwert. Aber was sind diese Pesos tatsächlich wert? Zu welchem Kurs wird gewechselt? Das ist eine gute Frage, auf die es in Argentinien leider sehr viele Antworten gibt. Denn Argentinien hat viele Kurse. Einmal den offiziellen Kurs. Den findet man beispielsweise als Währungsrechner im Internet. Aktuell liegt er bei 1:218. Man bekommt also für 1 Euro 218 Pesos. Der nächste Kurs ist der sogenannte Dollar Blue. Dieser Kurs liegt aktuell bei erstaunlichen 1:408. Man bekommt also für 1 Euro 408 Pesos. Das waren die beiden wichtigsten Kurse, aber es gibt noch viele weitere. Und wenn ihr den Film seht, haben sich die Kurse natürlich längst geändert. Denn Argentinien hat eine Inflationsrate von jährlich bis zu 100%. Aber was folgt daraus? Ganz einfach, wenn ihr nicht aufpasst, kostet euer Argentinienurlaub einfach mal das Doppelte. Es geht immer um die Frage, zu welchem Kurs tauscht ihr euer Geld, wie und womit zahlt ihr. Variante 1 ist die Kreditkarte. Bis Ende 2022 war das hier in Argentinien ein No-Go, weil abgerechnet wurde zum schlechten Kurs, zum offiziellen Kurs. Das ändert sich gerade. Die meisten Kreditkartenunternehmen nutzen inzwischen den besseren Kurs, den Dollar-Blue-Kurs. Bei uns hier hat es hervorragend funktioniert. Variante 2 ist der Bargeldautomat. Ist nicht zu empfehlen. Über den Kurs können wir nichts sagen, aber die Gebühren sind in jedem Fall viel zu hoch. Variante 3 ist der Geldtransfer. Der funktioniert, wie man auf diesen Bildern sehen kann. Es gibt diverse Anbieter. Western Union scheint eine gute Wahl. Ihr könnt euch selbst ins Land Geld überweisen. Der Kurs ist gut und Filialen gibt es überall. Die letzte hier vorgestellte Variante ist der Bargeldtausch. Nicht auf der Bank, sondern auf der Straße, bei Freunden oder in Geschäften. Das ist illegal, wird aber toleriert und ist hier in Argentinien eine Art Volkssport. Empfehlenswert sind neue, blaue 100-Dollar-Noten, die ihr dann zum guten Dollar-Blue-Kurs wechseln könnt. So, wem das zu schnell war, einfach nochmal zurückspulen oder noch viel besser, ihr recherchiert vor Reiseantritt nochmal ausführlich im Internet. Der Vollständigkeit halber hier noch ein Hinweis zum Wandern in El Chaltén. Ihr wandert dort nur selten alleine.
Hier mal ein paar Bilder vom Abstieg am Fitzroy oder von diesem Wasserfall. Das ist ja eigentlich ein schöner und romantischer Ort, aber ihr seid nicht die Einzigen, die sich für den Wasserfall interessieren. Und das, obwohl die Gegend doch eigentlich als menschenleer gilt. Woran liegt das? Die Anden sind runde 8000 Kilometer lang und damit das längste Gebirge der Welt. Hier im Süden sind die Berge für den Tourismus aber noch kaum erschlossen. Das führt dazu, dass sich hier die Besucher an wenigen Orten drängen. Einen Massentourismus, wie wir ihn aus Europa kennen, gibt es hier in Südpatagonien nicht. Wenn aber viele Individualisten zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind, werden sie irgendwann zur Masse. Wenn ihr dem entgehen wollt, müsst ihr außerhalb der Hauptreisezeit reisen oder die Hotspots meiden. Was bei uns in El Chaltén gut funktioniert hat, wandert antizyklisch. Also geht am Mittag los und kommt am Abend zurück. Oder ihr seid kontaktfreudig und seht gern andere Menschen. Alle, die wir getroffen haben, fanden wir super sympathisch. Jetzt geht's für uns in den Norden nach Bariloche. Und alles, was wir dort erleben, seht ihr im dritten und letzten Film unserer Patagonienreise. Tschüss. Tschüss, bis dann.